Kennst du diese Videospiele, wo man einfach mal P drücken kann für Pause, fortsetzen. alles bleibt stehen oder geht weiter, auch beim Öffnen von Escape-Menüs. Aber wie geht das in Godot 4.3 mit GDScript und C#? Was musst du über den Szenenbaum wissen? Welche wichtigen Eigenschaften und Methoden haben Nodes? Ich bin der Truly Most Wanted und ich erkläre dir dieses Godot 4.3 Feature in den nächsten 10 Minuten. Daumen nach oben, wenn es dir gefallen sollte, abonnieren für mehr und deine Fragen und Feedback sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß, los geht's! In der Godot Engine gehören alle Nodes zur sogenannten Szene. Die Szene ist nichts anderes wie eine Baumstruktur, also ein Szenenbaum. Ich habe uns mal für dieses Video eine Szene aufgebaut aus 5 Nodes. Das Level ist eben das Root-Element, darunter haben wir 2 Level-Elemente und Level-Element 1 wiederum hat 2 Systeme. Wenn wir die Szene als Grafik darstellen würden, dann wäre es diese Baumstruktur. Level wiederum hat 2 Children, Level-Element 1 und 2 und Level-Element 1 hat wiederum 2 Kinder, System 1 und System 2. So gibt es 5 grundlegende Methoden, die du immer wieder auf deinen eigenen Nodes mit Logik füllen wirst. Unterstrich Ready, was aufgerufen wird, wenn die Node den Szenenbaum betritt. Unterstrich Input, was kommt bei Tastatur, Maus und Controller-Eingaben. Unterstrich Notification, wenn die Engine eine Mitteilung machen möchte, wie zum Beispiel die Anwendung wird jetzt geschlossen. Wir haben Unterstrich Process, was jeden Frame aufgerufen wird. Und wir haben Unterstrich Physics Process für physikalische Berechnungen und das kommt 60 Mal die Sekunde. Diese 5 wirst du sehr oft in deinen Projekten brauchen. Aber in welcher Reihenfolge passieren all diese Methoden? Dieses GD-Script nutzt 6 Variablen, um zu tracken, ob die jeweilige Funktion einmalig ausgeführt wurde, und wenn sie einmalig ausgeführt wird, wollen wir den Namen der Funktion ausgeben und auch den Pfad der Node im Szenenbaum. Das machen wir für Unterstrich Ready, für Process, Physics Process, für Unterstrich Input, für Notification und auch in 2D hier für Draw. Draw ist übrigens die Funktion, die es dir erlauben würde, auch eigene Grafiken eben in 2D zu zeichnen. Alle Canvas-Items müssen ja irgendwie dargestellt werden. Ganz wichtig ist nur, Notifications können auch auftreten, bevor deine Node überhaupt den Szenenbaum erreicht. Deswegen musst du unbedingt abfragen, wenn wir nicht im Szenenbaum sind, Abbruch. Das ist ganz wichtig. Auch hier das C#-Skript dafür, 6-mal Export für die Bool-Variablen. Dann habe ich mir eine private Helfermethode geschrieben, die eine Referenz auf einen Bool annimmt. Und dann, wenn der True ist, Abbruch. Wenn wir nicht im Szenenbaum drin sind, Abbruch. Gebt den Namen dieser Funktion eben aus. Hier unser Message-Parameter und dann auch den Pfad der Node im Szenenbaum. Setzt die Variable auf True und wir sind fertig. Und damit kann ich hier unten bei diesen 6 Funktionen Ready, Process, Physics Process, Notification, Input und Draw einfach unsere Helfermethode aufrufen mit der Referenz auf die jeweilige Variable. Jetzt weisen wir allen 5 Nodes das Skript zu, deswegen die letzte unten mit Shift-Linkstick auswählen, wenn die erste markiert ist, und dann unser Skript hier auswählen, unser Print Node 2D, rechts im Inspektor auf Skript draufziehen und ihr seht, alle 5 kriegen das direkt zugewiesen und damit speichern und dann führen wir die aktuelle Szene mal aus. Ein Blick in die Konsole zeigt uns, wir haben verschiedene Reihenfolgen. Notification wiederum hat eine andere als Ready, aber Notification wiederum hat die gleiche Reihenfolge wie auch Physics Process, wie Draw und Process. Jedoch ist Input nochmal eine andere. Also wir haben hier genau 3 Muster, auf die wir achten müssen. Um das als Grafik zu erklären, das Ready funktioniert wie folgt. Wenn wir bei einer Node sind, gucken wir uns zuerst alle Child Nodes an. Erst wenn die wiederum ready sind, können wir uns selbst ready machen. Wenn eine Node wiederum weitere Children hat, gucken wir uns auch die an. Und ihr merkt, wir fangen links an und wir gehen nach rechts. Ist eine Ebene abgeschlossen, springen wir zur Node zurück, gucken, ob wir auf der gleichen Ebene weitere Nodes haben. Haben wir hier mit Level Element 2, da sind keine Kinder drunter, also kann sie wiederum ready werden. Und zum Schluss oben das Level ist dann auch ready. Die große Gemeinsamkeit kommt bei Physics Process, Process, Draw und Notification. Denn wir fangen bei der eigenen Node als erstes direkt an und gucken uns danach dessen Children an. Dann nehmen wir uns das erste Child, was eben das Level Element 1 ist, und wenn das
das wiederum auch Kind-Nodes hat, dann nehmen wir dort das erste Kind zuerst. Wir machen also zuerst quasi Tiefensuche. Wenn wir den linken Pfad erledigt haben nach unten, springen wir auf die Ebene vorher zurück und gehen zum nächsten Nachbarn eben nach rechts. Wenn wir dort keine mehr haben, springen wir auf die Ebene zurück, merken, hier waren wir schon, bei der Root Node waren wir auch schon, dann gehen wir in den rechten Teilbaum über. Bei Input funktioniert es genau wie beim Ready, und zwar fangen wir mit den Kindern an, aber auf der rechten Seite, das heißt das letzte Child unter einer Node kommt zuerst dran und dann gehen wir in den linken Teilbaum. Wenn wir eine Node dort haben, die auch wieder Children hat, dann nehmen wir dort das letzte Child als erstes, System 2, dann System 1. Wenn die beiden ihren Input erhalten haben, kommt Level Element 1 dran. Damit ist auch die komplette Ebene hier abgeschlossen und zum Schluss wir selbst eben das Level oben als 5. und letztes. Du merkst, diese Reihenfolgen sind von Godot festgelegt. Darauf haben wir keinen Einfluss. Aber vielleicht können wir ja schauen, ob bestimmte Dinge überhaupt ausgeführt werden sollen oder überhaupt nicht. Um eine Node pausieren zu können, muss man sie nur in der Szene anklicken. Das kann jede beliebige Node sein. Und wir schauen in den Bereich der Klasse Node. Davon leitet ja, wie gesagt, in Godot jede einzelne Node ab. Und in der Exportgruppe Process haben wir den Process Mode. Der ist bei jeder standardmäßig auf Inherit für Ableiten gesetzt. Das heißt, wenn das Parent eine gewisse Setting hat, erben wir dieses Setting. Das Root-Fenster, wenn wir unsere Anwendung starten, ist ja in Wahrheit die Root-Node und die ist auf Pausable gestellt. Das bedeutet wiederum, dass das Process, Physic Process Input nur dann triggern, wenn der Szenenbaum nicht pausiert ist. Das Gegenstück dazu wäre when paused. Dann würden Process, Physic Process und Input greifen nur dann, wenn der Szenenbaum pausiert ist. Es gäbe auch die Option Always, dass es permanent laufen soll, oder Disabled, dass es komplett deaktiviert werden soll. Wir machen jetzt mal Disabled und du wirst sehen, in der Szene oben links, die kompletten Nodes gehen auf Grau. Warum? Weil das Level-Element auf Inherit gesetzt ist und es leitet somit vom Parent, was ja das Level ist, wiederum ab. Das heißt, auch alle anderen unten drunter sind jetzt disabled. Und wir machen hier oben mal Play und starten das Ganze mal. Und du siehst hier unten in der Ausgabe, wir haben die Notification noch, wir haben Ready noch und wir haben noch Draw. An denen gibt es keinen Weg dran vorbei. Aber wenn wir jetzt umstellen, und zwar den Modus von Disabled wieder zurück auf Inherit, dann Achtung, kriegen wir hier unten unsere Ausgaben für Physic Process und Process zurück. Und ab jetzt können wir auch wieder Tastatur- oder Controller-Eingaben machen. Die würden auch wieder registriert werden. Du weißt jetzt also, es gibt den Process Mode, um einzelne Nodes zu steuern und auch dort zu pausieren. Aber es gibt auch die Möglichkeit, wie schon angeteasert, den kompletten Szenenbaum zu pausieren. Und das müssen wir wiederum per Code machen. In GDScript habe ich mir eine Klasse gebaut, die ich dir auch empfehlen würde, einen App-State Controller. Eine einzige Klasse, die steuern darf, ob das Spiel gerade in der Pause ist oder eben weiterläuft. Über zwei Funktionen wie hier Unpause und Pause. Da drin nutzen wir ganz wichtig die GetTree-Methode, die du auf jeder Node findest. Denn wenn deine Node im Szenenbaum ist, kriegen wir damit den Szenenbaum zurück. Und der wiederum hat eine Eigenschaft namens Paused. Die können wir auf True setzen, dann ist der Szenenbaum pausiert, oder eben False und alles läuft wie gewohnt. Wir wollen _Input nutzen und fragen, ob ein Tastatur-Event reinkam und die Escape-Taste gedrückt wurde, sodass wir eben zwischen Pause und Spiel läuft umschalten können. In C# genau das gleiche. Ich habe hier unten zwei Methoden, Unpause und Pause, die genau das gleiche machen. GetTree aufrufen und Paused auf False oder True setzen. Und wir wollen den _Input auch fragen, ob wir ein Tastenevent bekommen haben, ob wiederum die Escape-Taste gedrückt wurde und dann wechseln wir zwischen Pause und Fortsetzen. Und dazu noch das Ganze oben als Bonus, ein Delegat erstellt mit einem Private und Public Event zu Methoden an- und abmelden, damit andere Bescheid bekommen, wenn wir eben die Pause toggeln, ja oder nein. Ich habe eben mal unsere Node 2D noch eingefügt und ihr das Skript zugewiesen und auch noch ein UI-Element mit Skript zum Testen dazugenommen, was sich eben an dem isPaused anmeldet von unserem App-State Controller. Wenn wir jetzt Escape drücken, merken wir, das Game pausiert kommt, aber verschwindet nicht mehr, denn sobald die Szene pausiert ist, sind wir selbst natürlich auch hier drin gefangen. Und wir müssen das ändern, in dem Falle beim App-State Controller, wenn wir
dessen Process Mode hier auf Always setzen, denn der muss permanent zwischen Pause und eben Spiel läuft umschalten können. Und schon funktioniert das Ganze hier problemlos. Und jetzt weißt du, wie der Szenenbaum arbeitet, das Pausieren funktioniert davon und wie du die Process Modes der einzelnen Nodes umstellen kannst. Ziemlich einfach, oder? Wie fandest du das Video? Hat es dir geholfen? Schreib mal gerne in die Kommentare deine Fragen und Feedback. Gib dem Video einen Daumen nach oben und wenn du mehr sehen willst, unbedingt abonnieren und auf Twitch vorbeischauen. Erster Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Yours truly most wanted. Bye bye. Tschüss.